Vor kurzem habe ich mir eine Podcast-Folge von Stay Forever angehört. Es ging um Rollercoaster Tycoon, ein Spiel meiner Jugend, was ich sehr spannend fand. In der Trivia-Folge hat Christian, der Podcaster, darüber berichtet, dass das Spiel in seiner ursprünglichen Fassung einen ziemlich fiesen Bug hatte. Und zwar ist es so, wenn von Sommerzeit auf Winterzeit oder von Winter auf Sommerzeit umgestellt worden ist, der Spieler seinen kompletten Szenario und Spielfortschritt verloren hat. Aus diesem Grund habe ich mir mal die Binaries angeschaut, disassembliert und geschaut, warum ist es ursprünglich zu diesem Fehler gekommen? Wie hat Chris Sire, der Entwickler, diesen Fehler kurzfristig behoben? Und was hat das alles mit dem mysteriösen Datum, dem 20.12.1998 zu tun? Schauen wir uns zuerst einmal das Problem an. Ich habe hier eine virtuelle Maschine mit Windows 98 aufgesetzt. Es ist wichtig, dass wir die ursprüngliche Version ausführen, um den Fehler reproduzieren zu können. Und wir benötigen auch Windows 95 oder 98 mit dem FAT-Dateisystem. Nur damit ist es wirklich reproduzierbar. Ich habe hier 2 Versionen in der virtuellen Maschine installiert. Einmal die gepatchte Version und einmal die originale Version. Wenn wir hier in die Metadaten schauen, das ist ja Binary Ninja, ein Tool, was ich genutzt habe, um mir die Internas der Exe anzuschauen. Da sehen wir hier unten, wenn ich nach Version suche, dass die gepatchte Version die Version 1.08.183 ist. Ja, also wir merken uns hier hinten 1.8.3, die ist sozusagen von Anfang 2000. Und die andere Version, das wäre die hier. Das ist die 1.08.164. Das ist sozusagen die Version vom 26. Februar 99. Das ist also die Version, die den Bug noch in sich trägt. Die war relativ schwer zu finden, aber über eBay konnte ich letztendlich eine wirkliche Originalversion noch finden, wo der Bug reproduzierbar ist. Wie äußert sich das Ganze? Wir starten mal die ursprüngliche Version hier von Rollercoaster Tycoon und ich lade mal ein Save Game, wo wir kurz vor dem Abschluss stehen. Also vom Prinzip her geht es um die Szenarioauswahl. Wir haben initial 5 Szenarien hier. Und sobald wir ein Szenario abgeschlossen haben, wird dann das nächste, in dem Fall Bumbly Beach, freigeschaltet. So, ich lade jetzt hier ein Save Game. Und schon haben wir es abgeschlossen. Kann jetzt hier ein Chartname oder Szenario-Chart-Namen auswählen und sage dann, okay, ich habe manchmal Probleme hier mit dem Mauscursor in der virtuellen Maschine. So, drücke OK. Damit ist Forest Frontiers abgeschlossen und ich kann es verlassen. Sobald ich hier in die Select Scenario oder New Game Übersicht gehe, sehe ich, dass das erste Spiel abgeschlossen ist, wo das Szenario abgeschlossen ist und wie gesagt Bumble Beach freigeschalten ist. Okay, und der eigentliche Fehler äußert sich, wenn wir die Zeit umstellen. Ich zeige das eben. Wir haben jetzt aktuell heute den 30. Juni und wenn ich zum Beispiel auf, sagen wir mal, August gehe, das ist immer noch Sommerzeit, und dann gibt es kein Problem. Um das kurz zu zeigen, ich gehe hier erneut in das Spiel und wir sehen, nichts hat sich geändert. Szenario-Fortschritt ist weiterhin verfügbar. Sobald ich jetzt aber auf Winterzeit umstelle, also zum Beispiel auf den 30. Dezember, hier auf Apply, okay, starte das Spiel, dann sehen wir, dass hier der Szenario-Fortschritt verloren gegangen ist. Neben diesem ursprünglichen Bug gibt es noch ein weiteres Problem, was die Spieler sozusagen bewältigen mussten. Zum Beispiel, wenn sie ihre Daten von ihrem jetzigen Rechner auf einen anderen transferiert hatten, kam es auch dazu, dass sozusagen der Szenario-Fortschritt verloren gegangen ist. Und wenn man in den Foren sucht, findet man halt häufiger das angesprochene Datum. Hier habe ich zum Beispiel einen alten Thread von 2001 und hier sieht man zum Beispiel, dass ein User geschrieben hat, dass die Datei css0.dat von dem alten auf den neuen Rechner kopiert bzw. auf dem neuen Rechner überschrieben werden soll. Dann soll das Systemdatum auf den 20.12.98 gestellt werden und dann das Spiel gestartet werden und dann hat man also Zugriff und kann die Save Games wieder nutzen und das Szenario-Fortschritt ist weiterhin verfügbar. Wir schauen uns jetzt an, wie der Bug ursprünglich halt zustande gekommen ist und was mit diesem Datum hier auf sich hat. Schauen wir uns als erstes an, in welcher Datei der Szenario-Fortschritt gespeichert wird.
Das hier ist das Installationsverzeichnis von Roller Coaster Tycoon und im Szenarios-Ordner finden wir alle 21 Szenarien von SC0 bis SC20. Eine Datei, die dynamisch zur Laufzeit erstellt wird von Roller Coaster Tycoon, ist die sc.idx-Datei. Das ist die Indexdatei und Roller Coaster Tycoon versucht, die Integrität dieser Datei auf mehreren Stufen sicherzustellen. Die Datei ist 2 Kilobyte groß in etwa, weil sie komprimiert ist und auch verschlüsselt. Beim Start wird die Datei sozusagen entpackt, beziehungsweise frisch angelegt, wenn sie noch nicht existiert, und ist dann ungefähr 14,8 Kilobyte groß. Ich habe hier einen Hex-Editor, dass man mal eine Vorstellung hat, was in dieser Datei steht. Wie gesagt, hier ist die Datei im RAW-Format, also man kann nichts erkennen. Wenn man da drüben die Zeichendarstellung, die ASCII-Darstellung betrachtet, macht das keinen Sinn. Wenn wir in die entschlüsselte Variante wechseln, ich habe anhand des Codes mir ein Python-Skript geschrieben, was man die Datei entsprechend dekomprimiert und entschlüsselt. Und dann sehen wir hier den Inhalt. Ich habe hier im linken Bereich die entschlüsselte ASCII-Darstellung von dem Inhalt und habe mir anhand des Codes mehr oder weniger ein Pattern-File gebastelt, sodass ich besser durch die Datei navigieren kann. Ja, und ich sehe zum Beispiel, der erste Bereich beinhaltet den Index-Cache der Szenarien, dann kommen die Namen und dann kommt der Progress der einzelnen Szenarien. Und am Ende habe ich noch Metadaten, wie zum Beispiel das Datum, wann sozusagen die Installation gemacht wurde und so weiter. Das heißt, hier im Beispiel sieht man, dass wir hier entsprechend die 20 oder die 21 Szenarien-Dateien haben. Die wurden dynamisch eingelesen. Das heißt, wenn man Add-ons installiert oder Ähnliches, hat man die dann hier ebenfalls mit aufgelistet. Im zweiten Bereich finden wir, ich kann jetzt auch hier unten klicken, dann geht er direkt zu der entsprechenden Adresse. Im zweiten Bereich befinden sich dann zu den einzelnen Szenarien die Namen, Forest Frontiers, Dynamite Dunes und so weiter. Und im dritten Bereich haben wir den Progress. Und zwar ist vom Prinzip her ist das Dateiformat oder Datenformat hier so, dass wir 4 Bytes haben, die zu einem Szenario gehören. Das letzte Byte in diesen Viererblöcken, hier die Hex 80, ist die kleinste minimale Zahl, die sozusagen dargestellt werden kann und bedeutet für Roller Coaster Tycoon, dass sozusagen der Progress gesperrt ist für vom Prinzip her das noch nicht gelöst wurde, das Szenario. Wenn ein Szenario gelöst wurde, wie das erste hier, dann sieht man, dann steht da nicht mehr Hex 80, sondern die 4 Bytes repräsentieren dann die Punktzahl. Ein technisches Detail wäre zum Beispiel, dass es im Little-Endian-Format gespeichert wird. Das heißt, die Zahl muss von rechts nach links gelesen werden. Also die Punktzahl wäre Hex 016FB0. Ich glaube, das sind 1942 oder so ähnlich. Das war die Punktzahl, die ich hier erreicht hatte, als ich das erste Szenario durchgespielt oder absolviert hatte. Wenn ich weiter runter scrolle, sehe ich als nächstes den den Szenario-Chartname, den hatte ich hier geschafft genannt und ja, der ist sozusagen jetzt dem ersten Szenario zugeordnet. Und wie gesagt, ganz am Ende befinden sich noch ein paar Metadaten, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Okay, schauen wir uns kurz den Ablauf an, den diese Datei durchläuft, wenn Roller Coaster Tycoon startet. Als erstes wird geschaut, ob die Datei prinzipiell vorhanden ist, wenn nicht, wird sie angelegt. Im zweiten Schritt wird die Prüfsumme geprüft. Das, wie gesagt, ist darum, die Datenintegrität zu sichern. Das heißt, wenn da ein Byte sich ändert, wird die Datei sofort ungültig. Wenn wir nochmal zurück in den Hex-Editor gehen, dann ist die Prüfsumme sozusagen diese letzten 4 Byte hier. Als nächstes wird die Datei dekomprimiert. Dabei wächst sie an auf ungefähr das 10-fache ihrer Größe. Danach wird der Inhalt entschlüsselt. Als nächstes folgt der für uns wichtige Teil. Und zwar wird hier ein Zeitstempel geprüft. Der Sinn ist sozusagen sicherzustellen, dass die Indexdatei zur aktuellen Installation passt. Was dabei passiert ist, dass er in der Datei den Zeitstempel einer Datei abspeichert. Und zwar, wenn ich hier zurückgehe in den Ordner Data, dann gibt es hier die Datei css1.dat. Und er speichert das Erstellungsdatum dieser Datei in der Indexdatei ab. Das heißt, wenn wir uns hier die Eigenschaften dieser Datei ansehen,
Dann sehen wir in diesem Fall wäre das jetzt der 1. April um 16:41 Uhr. Das ist also schon eine Weile her. Da hatte ich das hier initial in der VM mal installiert und genau dieses Datum übernimmt er in die Indexdatei. Wenn wir uns hier also noch mal die entschlüsselte Datei anschauen, dann sehen wir hier unten ein Feld Reference File Timestamp. Ja, das sind sozusagen die 2 Byte, also 16 Bit, hier die 28 C2. Das wäre sozusagen das Erstellungsdatum der CSS1.dat. Wenn das Datum sich nicht geändert hat, dann prüft er als nächstes, ob die Szenarien an sich noch korrekt sind. Also sind zusätzliche Szenarien dazugekommen oder wurden Szenarien modifiziert. Und das macht er, indem er die Gesamtgröße aller Szenarien kumuliert und gegen seinen gespeicherten Wert prüft. Wenn wir wieder in die Datei wechseln, sehen wir, das wären sozusagen hier diese 8 Byte, die wir hier sehen. Das sozusagen sind das zwei Double Words. Wir haben einen High-Bereich und einen Low-Bereich. Bei uns der Low-Bereich 0 und der High-Bereich ist dieser Wert hier. Wir können das relativ leicht ermitteln. Wir können in den Taschenrechner wechseln und sagen, die Bytes durch 1024 sind die Kilobyte, durch 1024 sind die Megabyte. Und dann sehen wir hier, dass ungefähr das 6,3 Megabyte sind. Das heißt also, wenn ich wieder in die VM wechsle und hier zurück in den Szenario-Ordner wechsle, ich markiere alle Szenarien und schaue mir die Eigenschaften an, dann sehe ich hier die 6,3 MB. Wenn auch dieser Wert übereinstimmt, dann bleibt der Progress der Szenario-Index sozusagen erhalten. Sobald eine dieser verschiedenen Verifizierung fehlschlägt, wird der aktuelle Index, also die Datei, verworfen. Es wird erneut nach den Szenario-Dateien gescannt in dem entsprechenden Szenario-Ordner und es wird dann eine entsprechend leere neue sc.idx-Datei erstellt und ja, alle Szenarien sind initial wieder gesperrt. Man kann das auch relativ leicht verifizieren. Ich habe hier das erste Szenario wieder freigespielt und wenn ich das Spiel jetzt verlasse und eine Szenario-Datei hier entsprechend verschiebe oder lösche, wir nehmen zum Beispiel mal Datei 0, verschieben diese einfach mal auf den Desktop. Wir haben es jetzt hier. Wenn wir jetzt neu starten, würde ich erwarten, dass die Szenario-Datei neu erstellt wird und der Progress verloren geht. So, ich starte das Spiel erneut. Ja, und der Szenario-Fortschritt ist verloren gegangen. Und man sieht auch, dass die Szenario-Index-Datei neu erstellt worden ist. Man sieht hier das aktuelle Datum, heute 4:29, also vor einer Minute wurde die Indexdatei neu geschrieben. Schauen wir uns im Folgenden an, was zu dem Zeitzonen-Bug geführt hat. Wie ihr euch vielleicht schon gedacht habt, ist diese Zeitstempelprüfung an dem Problem schuld. Rollercoaster Tycoon prüft beim Start, ob das Datum der CSS1.dat-Datei, und genau genommen das Erstellungsdatum, noch mit dem Datum identisch ist, was er vorher in der sc.idx-Datei gespeichert oder abgelegt hat. Und genau diese Prüfung kann aufgrund des Zeitzonenwechsels schiefgehen. Ich bin hier auf der MSDN-Seite, also auf der Microsoft-Dokumentationsseite für die Funktion, die Rollercoaster Tycoon nutzt, um das Erstellungsdatum der CSS1.dat-Datei zu ermitteln. Konkret wird hier Find First File genutzt, beziehungsweise Find Next File, was die gleiche Datenstruktur zurückliefert. Find First File liefert für eine Datei eine UTC-Zeit zurück. UTC bedeutet in dem Zusammenhang, dass die Zeitzoneninformation beinhaltet. Um genau zu sein, bekommt man eine Get-File-Time-Datenstruktur zurück. Das wäre jetzt diese Datenstruktur hier. Wir haben hier Erstellungsdatum, letzter Zugriff und ja, letzter Schreibzugriff. Und uns interessiert jetzt, oder was im Code ausgewertet wird, ist das Erstellungsdatum der Datei. Das Ganze ist ein Long Pointer auf eine File-Time-Struktur, die da zurückkommt. Und wenn wir uns die Datenstruktur anschauen, File-Time, dann ist hier nochmal beschrieben, wie diese aussieht. Und zwar ist es ein 64-Bit-Wert und der repräsentiert, oder die Zahl repräsentiert die 100 und die vergangenen 100 Nanosekunden seit dem 1. Januar 1601.
In dem Fall spricht man ja von einer UTC-Zeit. Das bedeutet, man kann, das in eine lokale Zeit umrechnen, abhängig von der Zeitzone. Das ist möglich, weil man einen absoluten Bezugspunkt hat. In dem Fall ist es halt der 1. Januar 1601. Es gibt auch eine, oder na, im Regelfall kennt man ja die bekannte Linux UTC-Zeit. Das ist sozusagen seit dem 1. Januar, 1970. Aber es gibt hier unter Windows halt 'n anderen Bezugspunkt bei dieser File-Time-Struktur. Aber grundsätzlich dadurch, dass wir, den Abstand zu 'nem festen Bezug kennen, kann man das umrechnen und kann sagen: „Okay, in Deutschland wäre es 'ne andere Zeit zum Beispiel als in Amerika", weil die Zeitzonen unterschiedlich sind. Man kann das zurückrechnen. Im Gegensatz dazu gibt es auch, ja, Zeiten, die zeitzonenunabhängig abgespeichert sind. Da wird halt sozusagen nur der reine Zeitwert abgespeichert. Also, zum Beispiel, heute ist der 30.06.26, aktuell 23:28. Der Wert würde sozusagen so abgespeichert werden und dann fehlt natürlich vollkommen die Zeitzoneninformation. Und das ganze Problem ist hier in diesem Absatz eigentlich sehr gut beschrieben. Hier steht da, dass die API, die hier benutzt wird, Find First File, sozusagen die lokale Zeit aus dem FAT-Dateisystem nimmt und sie in UTC konvertiert unter Berücksichtigung der aktuellen Zeitzone. Genau das ist das Problematische. Das heißt, das FAT-Dateisystem hat nicht wirklich die darüberliegende API sauber gefüttert. Sprich, im FAT-Dateisystem wird nur die lokale Zeit abgelegt, wie ich es eben gesagt habe, also zum Beispiel der 30.06.26, 23:29. Und das muss jetzt in diese UTC-Zeit, also die 100 Nanosekunden seit dem 1. Januar 1601 umgerechnet werden. Und das geht nur, wenn er sozusagen eine Annahme trifft, was jetzt also bezüglich welcher Zeitzone er das machen soll. Das bedeutet also konkret, dass die Zeitangabe im FAT-Dateisystem konstant ist, aber der Wert, den die API daraus zurückliefert, also die Get-File-Time-Struktur, einen unterschiedlichen Wert enthält, je nachdem, ob Winter oder Sommerzeit ist oder ob wir uns in 'ner ganz anderen Zeitzone befinden. Um das kurz zu demonstrieren, bin ich zurück in die Windows 95 VM gewechselt. Ich habe ein kleines Programm kompiliert, was das sozusagen uns mal die Informationen zugänglich macht. Also, wie gesagt, es geht um die Datei css1.dat. Wenn wir uns das anschauen, in den Properties sehen wir hier das Erstellungsdatum ist, wie wir vorhin schon gesehen hatten, der 1. April, 16:41. Ich habe jetzt ein Programm geschrieben, was genau die API benutzt, Find First File, und wir schauen mal, was es uns hier zurückliefert. Interessant ist hierbei, dass hier die Datei eben css1.dat ausgewertet wird und wir haben hier die Eigenschaft FT Creation Time. Wir sehen hier die 64 Bit, das höher und niederwertige, Double Word sozusagen, also sozusagen die 4 oberen Bytes und die 4 unteren Bytes. Und die enthalten mehr oder weniger das Ergebnis. Auf die kommt es an. Wir können auch sehen, welche Zeit sich dahinter verbirgt. Ich habe sozusagen diese Byte-Folge hier rechts in meinen Taschenrechner eingegeben. Das heißt, hier haben wir jetzt die 8 Byte, sprich die High und die Low Byte-Folge nacheinander. Und ich sehe, dass es dezimal dieser Zeit hier entspricht. Und wenn ich mir diese Zeit kopiere, sind das die 100 Nanosekunden seit 1. Januar 1602. Ja, jetzt gibt es ja online zum Beispiel diesen Rechner Windows Timestamp Converter. Wenn ich den Wert hier einfüge und konvertiere, dann sehe ich, ja, das ist der 1.4.26, 16:41. Wie erwähnt, ist das Problematische nun, dass sich dieser Wert, dieser 64-Bit-Wert ändert, abhängig von der Zeitzone. Und das können wir nachweisen. Ich würde uns kurz das Screenshot davon machen, um das dann nachher vergleichen zu können. Okay, also den Screenshot habe ich hier zum Vergleich. Schiebe ich mal zur Seite und ändere jetzt mal auf die Winterzeit. Das heißt, ich gehe hier unten auf das Datumssymbol, ändere hier auf Dezember, drücke Apply. Okay, führe das Programm erneut aus. Ja, also wir erkennen jetzt hier, dass das Low-Byte sich komplett geändert hat. Ja, wir haben hier 1254, hier haben wir B090 und so weiter. Und das High-Byte hat sich im letzten Byte verändert. Statt E5 haben wir jetzt EE. Ich habe die Byte-Folge ebenfalls wieder in meinen
Taschenrechner hier eingegeben. Wenn ich den Wert jetzt hier kopiere und zurück auf den Timestamp Windows-Rechner gehe, den Wert hier einfüge, dann sehen wir hier, ist es eine Stunde später, 17:41 Uhr. Ja, also das ist genau das Problem. Das heißt, das der darunterliegende Wert im FAT-Dateisystem ändert sich nicht, aber die Interpretation bei der Umrechnung in die File-Time-Datenstruktur ist sozusagen zeitzonenabhängig und verändert den Wert dann genau um eine Stunde. Die einfachste Lösung wäre natürlich zu sagen, dass man eine Toleranz von einer Stunde akzeptiert, aber da kommt noch ein weiteres Problem dazu und ja, das schauen wir uns als Nächstes an, wie Chris Sire das Ganze gelöst hat. Die offensichtlichste Lösung besteht darin, den Datumsvergleich toleranter zu machen und eine Abweichung von einer Stunde zu akzeptieren. Leider war das in der aktuellen Implementierung nicht ohne Weiteres möglich und Chris Sawyer musste sogar eine kleine Migration schreiben. Aber um das zu verstehen, wird es jetzt ein klein wenig mathematisch. Wir brauchen aber die Theorie, um das Problem zu verstehen und auch die Lösung zu verstehen, die Chris Sawyer pragmatischerweise gewählt hat. Schauen wir uns als erstes nochmal an, wie der ursprüngliche Timestamp der Datei in der Szenario IDX-Datei gespeichert wird. Ich habe hier wieder geöffnet in meinem Taschenrechner die Repräsentation des Datumsformates. Und wir sehen hier, wir haben also wie gesagt die 64-Bit. Das heißt, wir haben 8 mal 8 Byte und ihr könnt euch das so vorstellen, dass sozusagen eine Kolonne von 8 Bit ein Byte ergibt und das wird immer repräsentiert durch 2 Ziffern in der Hex-Darstellung. Also das heißt, das letzte Byte hier entspricht der 40. Das nächst höherwertige Byte wären die 8 Bit. Das entspricht der 71 und so weiter bis ganz nach links. Und hier oben haben wir die dezimale Repräsentation. Chris Sawyer war sehr optimierungsbedacht und hat sich gesagt, okay, wenn ich eine Änderung erkennen möchte, muss ich keine 64 Bit speichern. Ich suche mir einfach 16 Bit, also 2 Byte raus. Er hat gesagt, ich entscheide mich und speichere nur 2 Byte in meiner Datei, aber nicht alle 8, um einfach Platz zu sparen. Nun stellt sich natürlich die Frage, welche 2 Bytes dieser Zahl übernehmen wir. Um das zu verstehen, würde ich noch mal kurz das Ganze an einer Dezimalzahl kurz verdeutlichen. Nehmen wir an, wir hätten eine 4-stellige Dezimalzahl, die zum Beispiel Sekunden repräsentiert. Sagen wir mal, wir hätten die Zahl 105 und eine Änderung auf, sagen wir, 110. Und jetzt schauen wir uns an, welche Limitierungen wir haben, wenn wir nur eine Stelle speichern und vergleichen, anstatt alle Stellen zu vergleichen. Je nachdem, für welche Stelle ich mich entscheide, habe ich immer eine andere Auflösung, die sozusagen mir vorgibt, die kleinste Änderung, die ich überhaupt erkennen kann. Und es gibt eine Periode, das heißt, wann das Feld umschlägt oder wrapped, die Zahl sozusagen wieder von vorne beginnt. Das ist sozusagen der maximale Bereich, den ich erkennen kann. Heißt also beispielsweise, wenn ich mir die einer Stelle hier merke, das wäre in dem Fall die 5, dann habe ich ja eine Auflösung von 1 Sekunde. Das heißt, ich kann 1 Sekunde minimal erkennen. Unter 1 Sekunde, eine halbe Sekunde zum Beispiel, kann ich daran nicht erkennen, sondern mindestens 1 Sekunde. Und ich kann, oder sagen wir nach einer Periode von 10, also Modulo 10 sagt man in der Mathematik, beginnt so die Stelle wieder von vorn. Ja, also wenn wir bei 9 angekommen sind, würde sozusagen die nächst höherwertige Stelle um 1 hochzählen und die entsprechende einer Stelle würde wieder von vorn beginnen. Bedeutet also, ich kann nur im Bereich von 10 Sekunden Änderungen erkennen. Also das wäre ja kein Problem. Ich könnte also die 5 Sekunden hier erkennen, von 105 Sekunden auf 110. Aber wenn ich zum Beispiel eine Änderung hätte von 105 auf 120 zum Beispiel, da hätten wir 15 Sekunden, würde ich, wenn ich mir die erste Stelle nur speichere, nur die 5 Sekunden erkennen. Das heißt, ich kann nur in diesem Bereich erkennen, die Änderung. Wenn ich mir die nächsthöherwertige Stelle anschaue, das wäre hier die 10er Stelle, dann hat diese eine Auflösung von 10 Sekunden. Bei aller 10 Sekunden zählt die Stelle neu hoch. Ich hätte eine Periode von Modulo 100. Das heißt, bis 100 Sekunden kann ich erkennen. Das heißt, hier in diesem Fall würde ich eine Änderung von 0 auf 2 erkennen und würde denken, okay, das wären 20 Sekunden. Natürlich ist die Information etwas ungenau, weil mir die anderen Stellen fehlen. In Wirklichkeit sind es ja 15 Sekunden. Als nächstes, wenn ich mir die 100er Stelle anschaue,
dann erkenne ich da habe ich 'ne Auflösung von 100 Sekunden. Das heißt, ich kann bei der Stelle minimal 100 Sekunden erkennen und ich hätte einen Bereich von 1.000 Sekunden abgedeckt. Ja, und hier sieht man schon, wie das Pattern ist. Das heißt, je weiter rechts die Stelle ist, desto genauer kann ich Änderungen erkennen, aber ich bin weniger robust von der Größe her. Je weiter ich nach links gehe, umso geringer wird die Präzision oder die Genauigkeit, mit der ich 'ne Änderung erkennen kann. Ich kann aber größere Bereiche erkennen. Wenn wir jetzt zurück in den hexadezimalen Bereich wechseln, dann, wie gesagt, haben wir hier ein ähnliches Vorgehen, aber jetzt müssen wir halt den hexadezimalen Bereich, umdenken. Chris Sawyer hat sich dafür entschieden, nur 2 Byte, also 16 Bit von diesen 64 Bit in, das Datenformat zu übernehmen. Wenn wir die 8 Byte nun durch die 2 Byte teilen, die wir sozusagen speichern wollen, kommen wir auf 4 Abschnitte. Ja, normalerweise stellt man das so dar, indem man sagt: „Okay, man hat links den höherwertigen Bereich und rechts den niederwertigen Bereich für also L für Low, H für High.“ Und der höherwertige Bereich wird auch nochmal in High und Low unterteilt und der niederwertige Bereich ebenfalls wieder in High und Low. Deswegen HH, LH, HL und LL. Das wäre jetzt sozusagen die 4 Bereiche. Jeder Bereich ist sozusagen 16 Bit breit, beziehungsweise 2 Byte. Wenn wir nun von unserer 64-Bit-Zahl nur die rechten 16 Bit nehmen würden, also vom Bereich LL, dann habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass sozusagen wir eine Auflösung von 100 Nanosekunden haben. Das heißt, alle 100 Nanosekunden wird diese Stelle hochgezählt. Jetzt ist die Frage, wie groß ist die Periode? Das lässt sich halt immer ausrechnen, indem man auf die Basis die Basis einbezieht. Im Dezimalbereich war es 10. Hier ist es halt hexadezimal, das heißt, wir haben 16. Oder wenn wir in Bit rechnen, wäre es sozusagen die Basis 2. Das heißt, was wir rechnen würden, wäre 2 hoch 16, also die Breite, mal die 100 Nanosekunden. Und das wären rund 6 Millisekunden. Ja, das bedeutet, wenn ich mich also für diese 2 Byte entscheide, dann erkenne ich eine Dateiänderung von 100 Nanosekunden. Aber mir fällt es ich kann schwer einschätzen, wenn eine Änderung größer als diese 6 Millisekunden ist. Analog kann man also jetzt sozusagen alle Stellen hier ausrechnen. So, ich habe das mal hier eingefügt, und hier kann man es sehr gut ablesen. Das heißt, wenn ich den LL-Bereich nehme, wäre der Umlauf schon aller 6,5 Millisekunden. Der nächste Bereich wäre sozusagen LH. Das heißt, der zählt dann aller 6,5 Millisekunden hoch und nach circa 7 Minuten würde ein Übertrag, ein Umlauf passieren und die Stelle würde sozusagen wieder von vorn hochzählen. Und das ist auch sozusagen die Stelle, für die sich Chris Sawyer entschieden hat. Also nochmal, das bedeutet, dass er aktuell aus dem Zeitstempel dieses Byte hier, diese 16 Bit oder diese 2 Byte, sozusagen abspeichert und auch diese 2 Byte vergleicht. Das bedeutet, wenn eine Dateiänderung kleiner ist als 6,5 Millisekunden, würde er sie nicht erkennen. Und aller 7 Minuten und 9 Sekunden startet der Umlauf wieder erneut. Das heißt also rein theoretisch, wenn wir 2 Dateiänderungen vergleichen und sozusagen zwischen den 2 Änderungen n mal 7 Minuten und 9 Sekunden liegen, würde man die Änderung auch nicht erkennen. Also, es kann vorkommen, dass eine große Dateiänderung vorliegt von der Zeit her. Wenn sie aber genau durch 7 Minuten 7 Minuten, 9 Sekunden teilbar ist, also modulo 0 rauskommt sozusagen, dann würde er diese Änderung auch nicht erkennen. Aber diese Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, deswegen ist er sozusagen das Ganze eingegangen und hat diesen Bereich aus Optimierungsgründen gewählt. Man erkennt jetzt aber hier schon das Problem. Das heißt, man kann effektiv hier nur bis 7 Minuten und 9 Sekunden eine Änderung, mitbekommen oder verfolgen. Es ist unmöglich, hier sozusagen eine Stunde abzuleiten, weil wenn er sozusagen die 2 Bytes vergleicht und sozusagen voneinander subtrahiert, kommt immer eine Zahl raus, die kleiner ist als 7 Minuten, 9 Sekunden. Und damit kann er sozusagen keine Toleranz für eine Stunde einbauen. Aber um das Ganze auch noch mal im Datenformat zu zeigen, bin ich hier noch mal zur Ausgabe gewechselt in die virtuelle Maschine für, was mir File Time zurückliefert für die CSS1.dat Datei.
Und dann sehen wir hier File-Time High und Low. Das sind sozusagen die 64 Bit, 8 Bit oben, 8 Bit unten. Und wie ich gesagt habe, er hat sich für den HL-Bereich für den LH-Bereich entschieden. Das wären sozusagen diese B090. Das ist genau dieser Bereich. Ich habe es unten auch noch mal extra rausgelöst mit so 'ner 16-Bit-Verschiebung. Das ist egal, das bedeutet einfach nur, dass sozusagen dieser Abschnitt, diese B090 aus diesem Pattern hier oben rausgelöst werden. Also, die B090 ist das, was im Datenformat am Ende landet. Der Rest wird sozusagen weggeschmissen. Also, alles, was davor kommt und die 4, also die 2 Byte, die danach kommen, werden weggeschmissen und es wird wirklich nur dieser Abschnitt gespeichert. Das sehen wir auch noch mal, wenn ich ins Datenformat wechsle und wir auch im richtigen Hex-Editor schauen. Das wäre der hier. Dann sehen wir hier bei Reference File Stamp, wie gesagt, mit der Little Endian von rechts nach links haben wir die B090, das, was er also abgespeichert hat, nur die 2 Byte. Nur die 2 Byte. Und die eigentliche Lösung sieht dann so aus, dass sich, Chris Sala dafür entschieden hat, ähm, sozusagen zum nächst höheren Bereich zu wechseln. Er wechselt dann also zu diesem Bereich und schreibt im Code eine kleine Migration und nutzt dann den HL-Bereich. Hier erkennt er sozusagen minimal 7 Minuten, 9 Sekunden, aber hat einen großen Bereich, kann also innerhalb von 325 Tagen, also fast ein Jahr, die Änderung vollständig anhand dieser 2 Bytes erkennen, in Form von 7 Minuten und 9 Sekunden Abschnitten sozusagen. Das heißt, wenn er eine Stunde Toleranz einbauen will, wären das sozusagen ungefähr 8 Einheiten, weil 8 mal 7 Minuten ungefähr 'ne Stunde ergeben. Als Nächstes können wir uns das auch mal im Code anschauen, wie er das umgesetzt hat. Bevor wir uns als Nächstes den Code anschauen, möchte ich gerne noch eine kurze Korrektur hier vornehmen. Leider ist hier die Tabellenüberschrift nicht konsistent mit der Tabelle hier unten. Und zwar gehen wir hier vom niederwertigen Bereich zum höherwertigen Bereich. Und das entspricht hier oben in der Ansicht von rechts nach links. Das heißt, ganz rechts haben wir LL, entspricht den hier. Dann kommt LH und nicht HL. Da bin ich durcheinander gekommen. Das heißt, das korrigieren wir kurz. Und als nächstes würde dann hier HL kommen. Und als letztes HH. Also wir gehen von rechts nach links, vom niederwertigen zum höherwertigen Bereich. Okay, vielleicht ein paar kurze Worte zum Reverse Engineering Prozess. Ich habe hier das Tool Binary Ninja verwendet und ich habe jetzt hier offen die ursprüngliche Originalversion. Wir sehen hier unten, wenn ich die Strings durchsuche, finde ich hier die Version vom 26. Februar 99. Das ist also die Urversion, die auch den Bug entsprechend noch enthält. Wenn man jetzt auf die Suche gehen würde nach diesem Bug, geht man am besten so vor, dass man hier zum Beispiel nach dem String sucht sc.idx und der ist sogar hier als String vorhanden. Wenn ich ihn markiere, sehe ich hier links unten die Code-Referenz und komme relativ schnell zu 2 Funktionen, die diesen Wert sozusagen nutzen. Die Funktion wird oder der Code wird von Binary Ninja disassembliert. Das heißt, das sieht ungefähr so aus wie hier. Man hat Assembler-Code mit Move und Increment-Befehlen, Sprungbefehlen und so weiter und das ist relativ schwierig zu lösen. Deswegen bieten viele Tools, auch Binary Ninja, einen Dekompilierungsprozess an oder ein Dekompilierungstool an. Das heißt, ich kann hier das Ganze mit Pseudo-C oder anderen Sprachen anzeigen lassen. Zum Beispiel oder die Einstellung, die ich immer nutze, ist High-Level EL für Intermediate Language. Das sieht schon besser aus. Man muss aber daran denken, dass bei diesem Prozess Informationen verloren gehen, falsch interpretiert werden und es kann sein, dass in dieser Ansicht dann Fehler entstehen. Das heißt, man muss oft zu Assembler zurückwechseln, um zu schauen, ob das der Wahrheit entspricht sozusagen. Und der nächste Punkt ist, ihr seht hier, es ist trotzdem, also hier ist die Verwendung von sc.idx, von dem String, von dem Text. Wenn man aber durchgeht, sieht man es trotzdem nicht ersichtlich, was hier passiert. Man muss also trotzdem in die einzelnen Funktionen reingehen. Über Heuristiken und Verfolgung des Codes kann man dann Rückschlüsse darauf beziehen, was nun wirklich passiert und kann entsprechende Umbenennung hier machen. Das habe ich jetzt in der Version nicht getan, sondern nur in der gepatchten Version, weil ich die zuerst hatte. Deswegen werde ich mal die gepatchte Version öffnen und nur für das Zeigen der Unterschiede auf diese Version hier zurückwechseln.
Okay, so jetzt sind wir in der Version, die ich bearbeitet habe. Wir sehen hier, die ist vom 13. Januar 2000, das ist die gepatchte Version. Und man sieht hier, dass ich sozusagen mir schon angeschaut habe, was der Code tut und entsprechende Sachen umbenannt habe. Die Funktion hier, Load or Rebuild Scenario Index, ist vom Prinzip her die Funktion, die ich euch vorher schon als Blockdiagramm dargestellt habe. Ich würde jetzt nochmal auf den für uns wichtigen Bereich eingehen. Der wichtige Bereich wäre sozusagen dieser Abschnitt hier, der die Zeit validiert. Der Code, der hier neu dazugekommen ist in der gepatchten Version, wäre jetzt dieser Abschnitt hier. Und aus Backward Compatibility Gründen ist sozusagen trotzdem noch der originale Aufruf drin. Reference File Timestamp ist der Zeitstempel aus der sc.idx-Datei, also der Zeitstempel der css1.dat-Datei, das Installationsdatum sozusagen, das gespeicherte. Und er vergleicht es hier mit dem Referenzdatum, also mit dem Datum der auf der Platte liegenden css1.dat-Datei. Und ich habe hier schon geschrieben Low Date. Neu dazugekommen ist eine Funktion, die jetzt die Migration oder beziehungsweise die jetzt mit High Date, bezüglich des High Dates das Ganze speichert und vergleicht. Wenn wir in die Funktion reingehen, wie er das Low Date ermittelt, ich gehe mal hinein, dann sehen wir hier die Funktion. Vom Prinzip her, wie ich euch vorhin gesagt habe oder im vorigen Kapitel gesagt habe, nutzt er hier Find First File der Windows API. Das ist nochmal ein Wrapper, aber ich hineingehe, sehe ich, er nutzt Find First File, um das Datum zu ermitteln. Er bekommt einen File-Handle zurück. Wenn es die Datei nicht gibt, geht er heraus. Andernfalls extrahiert er jetzt den Low-Datetime-Bereich. Das Ergebnis wird in einer globalen Variable abgespeichert. Das ist interessant, wenn ich per Doppelklick in diesen Speicherbereich wechsle, wo er sozusagen das Ergebnis ablegt, sieht das ungefähr so aus. Und das entspricht auch genau dem Datenformat, was wir vorher in der Dokumentation gesehen haben. Das heißt, wir haben hier sozusagen das Erstellungsdatum, letzter Zugriff, letzter Schreibzugriff. Und dann haben wir hier 4 Byte für den niederwertigen Bereich und 4 Byte für den höherwertigen Bereich. Das sind jetzt sozusagen die 64 Bit, um die es hier geht, oder die 8 Byte. Wenn wir jetzt zurückgehen, sehen wir ja, dass er genau darauf zugreift. Ja, also er nimmt diesen globalen Bereich, geht auf das Erstellungsdatum und nimmt dort den niederwertigen Bereich, Low Datetime. Außerdem macht er noch eine Verschiebung um 16 Bit nach rechts. Das macht er aber nur, um sozusagen den höherwertigen Bereich des Low Datetimes zu extrahieren. Also die höherwertigen 16 Bit, die niederwertigen 16 Bit werden sozusagen weggeschmissen. Das ist sozusagen, was es bedeutet. Vielleicht nochmal die Analogie hier. Oder das nochmal gezeigt im Taschenrechner. Wenn das die 64 Bit sind, dann ist sozusagen der niederwertige Bereich sind diese 32 Bit, also dieser Bereich hier. Was er jetzt tut, ist, er nimmt diesen Bereich und schiebt das 16 Stellen nach rechts. Damit wird sozusagen der Low-Bereich des unteren Bereichs weggeschoben nach rechts und stattdessen kommt dieser Bereich an die Stelle. Und damit haben wir sozusagen diesen Bereich hier ausgespart. Und das wären dann sozusagen die B090. Das entspricht der 40, das hier entspricht der 71 und wir interessieren uns aber für die B090 und die wird 16 Bit nach rechts verschoben. Also ausgespart. Und die Funktion, die jetzt neu hinzukommt, ist sozusagen die darunter. Die gab es vorher nicht in der originalen Version. Die ist genau identisch mit der oberen Version. Nur mit dem Unterschied, ihr seht es hier, dass ihr hier den High-Bereich nimmt. Und hier gibt es keine Bitverschiebung. Warum nicht? Wir können wieder in den Taschenrechner wechseln. Das heißt, das hier ist der High-Bereich. Es wird nicht 16 Bit nach rechts verschoben. Deswegen wird jetzt implizit, sagt man, in ein 16-Bit-Muster konvertiert. Das heißt, er übernimmt sozusagen diese 16 Bit. Im Endeffekt die 2 Byte vor dem B90 entspricht. Das heißt, er merkt sich jetzt nach der Migration nicht B090, sondern C1E5. Wie gesagt, das ist der nächsthöhere Bereich, der eine nicht mehr so genaue Präzision hat, aber dafür einen größerer Bereich wird dann sozusagen abgedeckt, der erkannt werden kann. Die Migration wird dann so ablaufen, dass im Normalfall dieser Check nicht fehlschlägt. Er geht zum Label is okay. Er springt also hier runter und migriert dann zu dem High Date. Ja, also hier checkt er noch das Low Date, aber sobald sozusagen dieser Patch installiert ist, wird er bei der nächsten Möglichkeit auf das High Date migrieren. Und
Und beim nächsten Check, wenn das nächste Mal hier durchläuft, wird das fehlschlagen. Dafür wird er jetzt aber sozusagen in diesen Zweig gehen. Was er tut, ist, er subtrahiert das Ganze voneinander. Das ist der gespeicherte Timestamp und der Reference Install High Date Timestamp. Als nächstes nimmt er noch den absoluten Wert, weil es kann ja auch negativ sein, je nachdem, ob das Datum davor oder danach liegt. Und jetzt kommt der wichtige Aspekt. Er vergleicht die Einheiten mit dem Wert 120. Wenn wir zurückgehen und in unserer Tabelle nachschauen, dann sehen wir, dass eine Einheit eine Größe hat von 429,5 Sekunden. Das heißt, ich kann hier rechnen, 429,5 Sekunden, das ist eine Einheit, das waren diese 7 Minuten, 9 Sekunden, mal 120, das wären Sekunden, durch 60, um wieder auf Minuten zu kommen, durch 60, um auf Stunden zu kommen. Das heißt, wir haben hier für ca. 14,3 Stunden, die wir jetzt als Toleranz haben. Das heißt also, Chris Saar hat sich dafür entschieden, sozusagen mehr als eine Stunde Toleranz einzubauen, um genau zu sein, halt diese 14,3 Stunden Toleranz in beide Richtungen haben wir jetzt sozusagen. Das heißt also, wenn die Zeitdifferenz der CSS 1.dat-Datei kleiner ist als diese 14,3 Stunden, dann ist alles okay und der Index wird nicht gelöscht. Wenn er größer ist als diese 14 Stunden, dann wird der Index eben neu aufgesetzt. Ich habe jetzt mal Side by Side nochmal die Originalversion gelegt, die ist jetzt rechts, die den Bug sozusagen noch enthält. Und wie man sieht, ist sozusagen die Zeile, die hier prüft auf 0xFFFC, ja, wäre jetzt sozusagen diese Zeile. Daran sieht man, dass danach hier der Vergleich kommt. Und dann war es das. Also er geht zu dem OK-Label. Andernfalls speichert er hier dieses Pattern FFFFE0, was sozusagen bedeutet, dass die Szenarien gesperrt sind. Das wäre jetzt sozusagen analog hier auf der linken Seite diese Zeile hier. Man sieht, dass der Abschnitt dazwischen neu ist und hier nicht existiert. Genauso sehe ich, wenn ich jetzt in die Funktion gehe, sub 42ff4c, das ist sozusagen unsere Get Reference Install Load Date Funktion, wenn ich da hingehe, sehe ich hier, ich gehe auch mal links in diese Funktion, dass wir die auch kurz vergleichen können. Ja, und dann sehen wir hier, vergleicht er auch wieder das File-Handle auf FFFF, also ob es gültig ist, das macht er auch an der Stelle. Wir haben auch die Bit-Verschiebung um 16 nach rechts, das ist halt 10 Hex. Wir sehen also, das ist genau die gleiche Funktion. Und die Funktion hier, Get Reference Install High Date, ist aber neu, die gibt es in der rechten Version nicht, sondern hier kommt gleich der Vergleich mit diesen 3 Zahlen hier. Das werden wir ein Stückchen weiter runtergehen, genau, diese Funktion. Und hier sehen wir auch schon ein magisches Datum, der 20.12.98, aber darauf werde ich später eingehen. Jetzt wollte ich nur verdeutlichen, dass diese Funktion neu ist und sozusagen Teil des Patches ist. Als nächstes würde ich gerne prüfen und zeigen, dass die Annahmen korrekt sind. Ich habe hier die Originaldatei umbenannt und habe die gepatchte Datei als aktuelle RCT-Exe umbenannt. Das heißt, wir arbeiten jetzt mit der gepatchten Datei. Und wir sehen hier, wenn ich Rollercoaster Tycoon starte, dass das erste Szenario freigeschalten ist. Als nächstes stellen wir das Datum wieder auf Dezember, um auf die Winterzeit zu kommen. Wir haben heute den 1. Juli, wir stellen auf 1. Dezember, 24. Dezember und sagen Apply. Okay. Jetzt starte ich die gepatchte Version und würde erwarten, dass weiterhin der Szenario-Fortschritt erhalten ist oder erhalten bleibt. Ja, man sieht hier, Szenario-Fortschritt ist nicht verloren gegangen. Ich stelle wieder zurück auf den 1. Juli. Als nächsten Punkt würde ich gern die 40-Sekunden-Annahme prüfen. Dazu gehe ich ins Data-Verzeichnis und schaue mir die Referenzdatei an, css1.dat. Und wie gesagt, wurde dies am 1. April um 16:41 Uhr nachmittags installiert. Das heißt, wenn wir beispielsweise 12 Stunden vergehen lassen, also das Erstellungsdatum auf den 2. April, 4:41 Uhr morgens setzen, dann sollte der Index nicht neu erstellt werden. Bei über 14 Stunden, also irgendwas dann gegen morgens 7, 8 Uhr des 2. Aprils, ab dem Zeitraum sollte sie dann neu erstellt werden. Um das zu forcieren, würde ich das Datum künstlich wieder auf den 2. April stellen. Wie gesagt, auf morgens, das heißt 4:41 Uhr morgens. Dann würde ich das applyen. Okay, und wenn ich jetzt sozusagen diese Datei kopiere und
den Desktop einfüge, die Datei hier in dem Ordner lösche, ja, und wieder zurückkopiere, dann sollte ich das Datum auf dieses Erstellungsdatum forciert haben. Schauen nach Eigenschaften. Ja, genau, jetzt haben wir den 2. April, 4:42 Uhr morgens. Das heißt, es sind ungefähr 12 Stunden vergangen. Das heißt, der Index sollte nicht äh, ja, gelöscht werden. Wir stellen wieder auf das heutige Datum zurück. Für der 1. Juli, 12:12 Uhr. Apply. Okay, und wenn ich jetzt neu starte, würde ich erwarten, dass der Index erhalten bleibt. Ja, wir sehen, der Index ist weiterhin erhalten, weil 12 Stunden nicht genug Abweichung sind. Versuchen wir nun die 14 Stunden zu forcieren. Windows 95 war eben in meiner virtuellen Maschine abgestürzt und ich musste es neu starten und ScanDisk laufen lassen und den virtuellen, wie heißt es, den Active Desktop hier recovern und so weiter. Egal, jetzt funktioniert es wieder. Und das Problem ist, dass ich bei meinem Test eben schon implizit die Migration durchgeführt habe. Das heißt, dadurch, dass wir das Datum auf den 2. April 4:41 früh gesetzt haben, hatte das natürlich als neues Referenzdatum in seiner Migration in die sc.idx-Datei kopiert. Weil ich aber gern den Test vom ursprünglichen Datum haben wollte, habe ich das zurückgesetzt, habe die alte Szenario-Datei eingespielt und habe auch hier, wenn wir auf Data gehen, hier wieder auf den ursprünglichen Zustand zurückgesetzt, also den 1. April 4:41 Uhr, sodass wir von dieser Stelle aus jetzt die 14 Stunden testen können. Um das hier auch nochmal zu zeigen, wenn ich starte, sehen wir jetzt hier, dass das erste Szenario weiterhin geschafft ist. Wir verlassen das Ganze und forcieren jetzt die 14 Stunden Differenz. Genau, dafür stellen wir wieder auf den 2. April. 4:41 Uhr waren die 12 Stunden, 5 wären die 13, 6 wären die 14. Wir gehen mal auf 7:41 Uhr. Da haben wir sozusagen 15 Stunden Differenz, was größer ist als die 14 Stunden Toleranz. Und ich drücke auf Apply und kopiere die Datei wieder auf den Desktop. Die Datei, kopiere sie zurück, wähle wieder aufs heutige Datum. Auf den 1. Juli 12:49 Uhr. Apply. Okay. Die Eigenschaften der Datei anschauen, sehen wir, okay, 2. April 7:42 Uhr. Das soll jetzt größer als die 14 Stunden Toleranz sein. Wir wechseln zurück ins Spielverzeichnis und starten und gehen ins neue Spiel rein. Ja, und hier sehen wir, es ist zurückgesetzt worden. Die Toleranz hat die 14 Stunden überschritten. Schauen wir uns jetzt nochmal an, was es mit dem mysteriösen Datum, das heißt den 20.12.1998, auf sich hat. Und zwar ist es so, dass in dieser Funktion, die Szenario-Index-Datei prüft und validiert und verifiziert und so weiter, dass genau dort an dieser Stelle hier der Bypass geprüft wird. Das heißt, es wird halt dieses Datum geprüft und wenn dieser Tag ist, dann wird der Datumscheck, den wir uns vorhin angeschaut hat, hier umgangen und es geht direkt weiter, dass sozusagen der aktuelle Datumswert in die Indexdatei zurückgeschrieben wird. Das macht er schon, aber der eigentliche Check und das Invalidieren im Fehlerfall, das wird hier sozusagen umgangen. Der Code an sich ist hier etwas fehlerhaft dekompiliert, weil man sieht hier sowas wie Stack Check Value. Das ist einfach nur ein Dekompilierungsfehler, weil die Funktion ist def bypass date den Wert nicht über das AX-Register zurückgibt, wie es üblich ist in Assembler, sondern in dem Fall das über ein Carry-Flag steuert. Das sind, sage ich mal, Feinheiten des Assemblers und genau solche Fehler erkennt man nur, wenn man den Disassembler-Code anschaut. Vom Prinzip heißt das einfach nur, deswegen steht es ja auch da als Kommentar, Decompiler-Bug. Es wäre dasselbe wie statt dieser Bedingung, die man hier sieht, eben diese Bedingung ist def bypass date und dann negiert zu testen. Wenn wir in die Funktion reingehen, dann sehen wir einfach nur, relativ einfach, holt sich das aktuelle Systemdatum und checkt das Jahr gegen 98, den Monat gegen 12 und Current Day gegen 20. Und liefert, wie gesagt, das Ergebnis als Carry Flag zurück. Ja, warum jetzt genau dieses Datum gewählt wurde, ist natürlich Spekulation. Zum einen, oder eine Möglichkeit wäre, dass Chris Sawyer das Datum selbst genutzt hat, um bei der Entwicklung nicht mit sozusagen seinen Progress zu verlieren. Dagegen würde aber sprechen, dass er genau auf einen Tag prüft. Das heißt, er müsste den Tag ja ständig anpassen. Normalerweise als Entwickler würde man eher irgendwo anders einen Flag setzen oder ein gleicher Release-Tag oder sowas machen, dass man nicht immer den Tag anpassen muss. Deswegen ist meine Vermutung eher, dass das wahrscheinlich
entweder der Release-Tag selbst war oder der Release-Test-Tag selbst war, dass sozusagen das QA-Team an dem Tag getestet hat, oder das ist die plausiblere Variante, er hat sozusagen seinem QA-Team damals mitgeteilt, dass wenn sie Sachen neu installieren und Save Games einspielen wollen und so weiter, dass sie dann ihren Rechner vorher auf diesen Tag zurücksetzen sollen, damit ihre Progress-Datei oder ihr Progress durch die Szenario-Index-Datei nicht verloren geht. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das QA-Team häufiger die Installation neu durchgeführt hat und dabei wurde immer der Progress zurückgesetzt, weil sich natürlich dann die CSS 1.dat, das Erstellungsdatum, sich ändert und dann funktionieren die Save Games nicht mehr und so weiter. Deswegen hat er bestimmt diesen Tag ausgewählt, in dem seinem QA-Team übermittelt. Das ist, sage ich mal, die plausibelste Variante. Abschluss würde ich gerne noch ein paar Fakten berichten, die mir während der Durchsicht des Codes in die Hände gefallen sind. Starten würde ich gerne mit den Besuchern. Und zwar ist die Datenstruktur im Code so angelegt, dass wir hier eine Adresse haben, die sozusagen das ganze Besucher-Array abbildet. Laut den Zugriffen ist es so, dass ein einzelner Besucher 256 Byte im Speicher bekommt und dass im Vornherein ein Speicher allokiert wird, also reserviert wird, für 5.000 Besucher. Das heißt, wenn wir uns das anschauen hier, wären das 256 Byte mal 5.000 Besucher durch 1024 wären die Kilobyte, durch 1024 wären die Megabyte. Das heißt, wir hätten ungefähr 1,22 Megabyte allokiert oder reserviert für die Besucher, was schon ein beachtlicher RAM-Abschnitt ist für die damalige Zeit oder RAM-Verbrauch ist für die damalige Zeit. Vorteil ist dabei, dass der Zugriff aber extrem schnell ist. Würde man sowas heute implementieren, dann macht man es ja meistens mit dynamischer Allokierung und es wird auf dem Heap allokiert und nachallokiert oder mit einer Garbage Collection und so weiter. Also mit dem Garbage Collector, und das hat man halt damals nicht gemacht. Man hat sozusagen dafür aber den Vorteil, man hat keine Fragmentierung. Es ist extrem schnell, es entstehen sozusagen keine Lücken und Ähnliches. Und nur mal kurz, im Regelfall wird dann immer so auf einen einzelnen Besucher zugegriffen. Das heißt, der Index wird in ein Register geschrieben. Also zum Beispiel, auf den Besucher 10 zugegriffen werden soll, wird einfach nur die 10 in das Source-Index-Register in dem Fall geschrieben. Es wird um 8 Bit nach links geschoben, dieses Register. Das ist das Gleiche, ist ein Trick. Das ist das Gleiche wie das Ganze mit 256 zu multiplizieren, und dann wird die Basisadresse darauf addiert, weil das sozusagen das Offset ist oder besser gesagt die Basis, wo es losgeht. Das wäre dann sozusagen diese Adresse, die wir hinten sehen, 00743B94. Dort gehen die Besucher los. Und das ist auch der Grund, wenn ich hier das markiere, sieht man ja links ganz viele Zugriffe auf die Besucher, und man sieht halt ja immer diesen Links-Shift um 8 Bit, das so viel heißt wie Index mal 256, um auf den entsprechenden Besucher zuzugreifen. Eine andere Sache, die sich auch um die Besucher dreht, ist, dass man ja ein bekanntes Easter Egg hat. Das heißt, wenn man den Besuchern bestimmte Namen gibt, wie zum Beispiel Michael Schumacher oder Mr. Bean oder auch Chris Sire, dann werden verschiedene Flags gesetzt, die dann zum Beispiel dazu führen, dass der Besucher immer Fotos macht oder schneller beim Kartfahren ist und so weiter. Die Namen an sich findet man nicht im Code, weil die sehr einfach verschlüsselt sind. Es gibt hier eine Funktion, die habe ich benannt, Peep Name, also Peep sind die Besucher, der Besuchername Matches, dann eben Easter Egg. Und wir sehen hier links, dass das beim Setzen des Gastnames 5-mal, 1, 2, 3, 4, 5-mal aufgerufen wird mit verschiedenen Indizes und hier auch nochmal. Und wenn wir uns die Funktion jetzt anschauen, sehen wir, dass hier das sozusagen ein Index reingegeben wird, 1, 2, 3, 4, und es wird sozusagen ein Lookup in eine Tabelle gemacht. Das ist die hier. Und wenn wir uns das jetzt hier anschauen, ich mal größer, dann sehen wir hier die verschlüsselten Namen. Und das Interessante ist, das sind einfach die Buchstaben um einen Buchstaben verschoben. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel den ersten Namen anschauen, L, H, B, G und so weiter, dann müssen wir einfach nur einen Buchstaben weiterzählen. L ist der nächste Buchstabe, M, H, I, B, C, G, H. Ja, wir haben es ja schon. Michael. Ja, das wäre zum Beispiel
die Verschlüsselung von Michael und so weiter. Das heißt, alle Namen sind relativ einfach abgelegt und jeder Buchstabe ist einfach ein Buchstabe weitergezählt, weil es relativ einfach, in Assembler zu entschlüsseln ist. Und das wären vom Prinzip her alle Namen, die im Code ein bestimmtes Verhalten freischalten. Als nächstes bin ich hier noch mal in unserer Funktion diesen Szenario-Index neu erstellt und, es wird über alle Szenarios, die im Verzeichnis liegen, iteriert und jedes Szenario-File wird geladen und komprimiert und dekodiert und so weiter. Das macht diese Funktion hier für ein jeweiliges Szenario. Und im Anschluss wird sozusagen auf den aktuellen Szenario-Index zugegriffen, der in der Szenario-Datei drinsteht. Und wir haben hier schon so bestimmte Indizes ausgespart, nämlich das geht noch von 0 bis oder von ja, bis 39, ja, so der 40. Index wird ausgespart und erst wieder ab 100 genau, ab 100 werden wieder die Szenarien in den Index aufgenommen. Das bedeutet also, dass die Szenarien mit den Indizes 40 bis 99 nicht Teil dieses Index werden. Also, wenn ich Szenariodateien da liegen habe im Verzeichnis, dann werden die so nicht beachtet. Und das ist auch schon in der ursprünglichen Version so. Das heißt, ich habe mal hier rausgesucht, was es so für Szenario-IDs gibt. Dann sieht man von 0 bis 21 sind die normalen Szenarien und der Megapark und so weiter. Und dann kommen so die Loopy Landscape-Szenarien. Auch die werden noch mit in den Index aufgenommen. Aber man sieht hier ab Added Attractions, die DLC-Sachen und dann gibt es noch weitere Loopy Landscape-Szenarien, die werden sozusagen von diesem Algorithmus komplett ignoriert. Das heißt, dass schon vorher klar gewesen sein muss, dass hier ein Slot freigehalten wird für spezielle Szenarios, für die Add-ons oder was auch immer. Ja, dann haben wir weiter 100 bis 119 gar nicht belegt und dann erst ab 110 gibt es dann auch weitere Szenarien. Die werden dann wieder vom Index verarbeitet. Und zu guter Letzt schauen wir uns noch kurz an, wie der Megapark erstellt wird. Der ist ja standardmäßig nicht im Szenario-Ordner vorhanden. Das ist sozusagen diese Funktion hier und die macht grundsätzlich Folgendes. Die schaut, dass alle 21 Basisszenarien in unserer Szenario-Index-Datei komplettiert sind. Dann sucht er die mp-dat-Datei und baut dann daraus die Szenario 21.sc4-Datei. Wir sehen auch, hier ist der String für den Namen, die die Datei dann erhält. Wenn wir jetzt hier nochmal in die Konvertierung reinschauen, dann sehen wir genau, was er hier macht, beziehungsweise im Kommentar. Er iteriert über alle Bytes und macht ein ROR4. Das bedeutet, er rollt die Bits um 4 Bytes nach rechts für jedes Byte. Also was das grundsätzlich bedeutet hier als Beispiel, wenn wir zum Beispiel diese Byte-Folge haben, dann ist ein ROR4, was er hier durchführt, also ROR4, würde dann ist ein Assembler-Befehl, der einfach dazu führt, dass die zwei getauscht werden. Ja. Die kommen dann nach rechts rausgeschoben und man dann links wieder rein sozusagen. So kann man sich das vorstellen. Das heißt, der Teil kommt links hin und der Teil rechts. Man spricht dann von einem sogenannten Nipple-Switch, weil 4 Bits oder ein halbes Byte wird als Nipple bezeichnet. Und das ist ein sogenannter Nipple-Switch. Und das macht er für jedes Byte und dann entsteht daraus eine gültige Szenario-Datei. Wenn wir jetzt nochmal in die virtuelle Maschine hineinwechseln, dann ist es so, dass in meinem Fall diese mp-dat auch gar nicht auf der Platte liegt. Also wenn ich im Datenverzeichnis schaue, sehe ich die nicht. Nicht bei mir liegt die noch auf der CD im Data-Verzeichnis. Wenn ich hier reingehe und schaue, dann sehe ich hier mp-dat. Und die ist auch wie üblich ungefähr 300 Kilobyte groß, was so eine typische Größe für eine Szenario-Datei ist. Das heißt, man könnte auch hier ein einfaches Python-Skript schreiben, was sozusagen den Nibble-Switch implementiert und das Ganze dann decompressed und dekodiert und dann könnte man sozusagen diese Datei als sc21.sc4 in den Szenario-Ordner kopieren und hätte den Megapark dann sozusagen zugänglich. Und damit wäre ich soweit mit meinen Erkenntnissen durch, die ich gewonnen habe bei der Durchsicht des Codes mit Fokus auf den DST-Bug. Abschließend kann man, denke ich, sagen, dass der Bug initiiert wurde durch eine API, die sich anders verhalten hat, als der Entwickler es eingeschätzt hat.
Der Fix, den Chris Saar hier implementiert hat, war sehr pragmatisch. Er hat das bestehende Datenformat mit den 16-Bit-Ausschnitt des Zeitstempels sozusagen eingehalten und hat unter der Haube eine Migration auf ein anderes Format geführt. Auch interessant ist das Bypass-Datum, was hier noch im Code vorhanden ist und was aus meiner Sicht höchstwahrscheinlich für die QA-Abteilung von Rollercoaster Tycoon gedacht war. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr Anmerkungen, Fragen oder sonstiges zu dem Thema habt. Danke fürs Zusehen und auch danke an Stay Forever für den Anstoß durch die Rollercoaster Tycoon Folge, die ich allen empfehlen kann.